Kamele im Schnee, die unglaublichsten Berglandschaften und dazwischen eine Straße auf bis zu 4700 Meter Höhe. Das gibt es nur hier auf dem Karakorum Highway in China. In diesem Land hatten wir so einige Startschwierigkeiten, tägliche Probleme mit der Polizei, Verfolgungen und nächtliche Einsätze. Aber die Vorfreude auf einer der höchsten Straßen der Welt gibt uns Energie. Erstmal geht es für uns von der Stadt Kashgar 2000 Höhenmeter den Berg hinauf. Die Luft wird immer dünner und... Wow, es schneit. Aber die Aussicht auf den See ist echt so schön. Oh, wir wissen echt nicht, was wir tun sollen. Es schneit immer heftiger. Sollen wir hier das Zelt aufstellen? Es hat keinen Windschutz. Und wie kriegen wir die Räder über dieses Ding drüber? Anna, was machen wir hier? Und jetzt? Oh, wir haben jetzt echt ewig gebraucht, hier bestimmt eine Stunde, um das Zelt aufzubauen. Der Wind ist so stark und es hält einfach kein Hering. Nirgendwo. Mittlerweile sind wir halt klitschnass und das Zelt auch. Ich stelle gerade das Fahrrad hin, der Spiegel bricht ab. China, du liebst uns. Herausfordernd. Es stürmt und schneit draußen wieder. Wir haben jetzt das erste Mal unsere Schlafsäcke zusammen gemacht, um uns gegenseitig warm zu halten. Ich bin richtig gespannt, wie diese Nacht wird. Ah, wie die letzte. Kalt und feucht. Was für eine zapfige Nacht, hey. Das Set hat gerüttelt, es kam einiges an Schnee. Schaut euch jetzt mal diesen Ausblick an. Das war alles gestern noch nicht weiß. Der Karakorum Highway verbindet China mit Pakistan. Im Winter bleibt die Straße aufgrund der Schneesituation geschlossen. Es ist mittlerweile Oktober und seit unserem Start in Deutschland hatten wir ein großes Ziel: es vor dem Wintereinbruch über den Karakorum Highway zu schaffen. Es ist die dritte Woche in China. China. Wir streiten uns immer, wie man sagt. Und es ist das erste Mal, dass wir Reis essen. Wer hätte das gedacht? So verrückt, oder? Aber die Nudeln sind einfach zu lecker hier. Ja, die selbstgemachten Nudeln, wir lieben die einfach. Boah, ist das schön. Endlich kommt mal die Sonne raus. Diese weißen Berge. Wow. Juhu, so macht's Spaß. Ich fasse es gerade nicht. Hinter mir sind Kamele neben dem Schnee oder im Schnee. Das geht gerade in meinem Kopf nicht rein. Dann nehme ich euch mal mit. Oh mein Gott, die sind ja riesig. Guckt euch die mal an. Ich war wirklich unglaublich fasziniert. Wir hatten zwar schon einige gesehen, aber hier oben auf fast 4000 Metern, das hätten wir uns nicht erwartet. Das gibt's ja nicht. Die stehen alle so in der Reihe. Und noch mehr Kamele. Das sind so schöne Tiere, finde ich. Dieser Anblick mit diesen Bergen. Ich könnte jetzt den ganzen Tag rumstehen. Irgendwann ist es mir dann doch gelungen, Hans von den Kamelen wegzulocken. Denn ein paar Kilometer wollten wir heute schon noch machen. Aber von der Straße aus haben wir dann noch eine Kamelherde an einem See entdeckt.
Wir wollten mit der Drohne ganz nah ranfliegen. Was für fantastische Aufnahmen dieser schönen Tiere. So, wir haben ein Schlafplätzchen gefunden. Leider ist hier ein bisschen Müll auf, aber hier direkt die Straße hinterm Berg und da geht es morgen auch lang. Ja, da hinten kommt ganz schön was gezogen. Wir haben Angst, dass es richtig stark regnet. Wir hoffen auf Schnee. Dann wird es nicht ganz so nass die Nacht. Guten Morgen. Morgen. Ah, die Linse schlägt an. Moin. Aber ich will euch mal was zeigen. Das hat man auch noch nicht bisher. Dass das Zelt von innen gefroren ist. Krass. Es ist auch echt arschkalt. Heute sieht man endlich mal die Bergspitze von dem hier. Der ist 7.500 Meter hoch. Das ist echt eine Riesenwand. Hey. Und einer von denen muss irgendwie 7.600 Meter hoch sein. Das ist einfach hier faszinierend. Fast schon unwirklich, wo wir sind. Und der Bambus gefroren. Das Gefühl der Vorfreude auf die Morgensonne, dass es endlich wärmer und heller wird, ist wunderschön. Dass es Orte wie diese gibt, wissen wir durch Social Media oder dem Fernsehen. Aber hier mit all seinen Sinnen gewesen zu sein und kleine Momente wie diesen Ausblick zu genießen, ist etwas völlig anderes. Ich bin eingeschneit. Wenn die Sonne am Morgen rauskommt, gibt nichts Schöneres. Unsere Frühstücksdatteln sind Eisdatteln. Einer der schönsten Morgen unserer Reise bricht an. Aber zu manchen Bildern braucht es keine Worte. Wow. Wow. Thank you so much. Wow. Ah, okay. Thank you. It's really okay. It's okay, it's enough. What is it? Ah, chips. Oh, okay. Thank you. Thank you so much. Yeah. Wow. Ein Panorama. Boah. Alles 7000er. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir wollen jetzt mal noch ein kurzes Wort verlieren über Sachen Freundlichkeit und Gastfreundschaft in dem Land. Ne? Also mir ging heute echt so ein bisschen das Herz auf, dass heute jemand angehalten hat, Ja. freundlich mit uns geredet hat, weil sie interessiert waren und sogar was geschenkt haben. Ne, das kennen wir eigentlich aus dem Iran oder Irak, so mehr oder weniger. Und die waren so nett. Ne?
Aber leider ist das hier in China bisher, müssen wir ganz ehrlich sagen, eine Ausnahme. Ja. Ne? Es sind so Kleinigkeiten wie Toilette fragen, so alle nach Wasser fragen oder in dem Dorf so, hey, es schneit, wisst ihr einen Ort, wo wir hier irgendwo das Zelt aufbauen können, so ein bisschen geschützt und sowas. Und die sagen alle so, so Geh weg. ja, geh weg, so, weißt du. Die wollen einfach nicht mit dir reden und die verstehen zwar, wenn wir übersetzen. Das Ja, ist ich meine, wir halten die Flasche auch hin und sagen, hey, Wasser, ne? Dann sagt er, hau ab. Und dann sage ich, hey, gibt's im nächsten Ort was, weil wir haben kaum noch was, hau ab. ja. Also von den 22 bereisten Ländern ist China ganz klar auf Platz 22 in Sachen Höflichkeit, Gastfreundschaft. Es sind nicht alle. Nee. Wir haben auch echt einige nette getroffen. Richtig nette, ja. Das ist immer so der Durchschnitt. Ja. Aber so, wenn man so auf die Menschen zugeht und nach was fragt, dann ist tendenziell so, dass es eher so ist, bitte geh weg. Ja. Und uns fotografieren und filmen sie halt wie im Zoo, ne? Ja. Die interessieren sich ja nicht für uns. Die filmen und dann sind sie weg. Und das ist auch irgendwie so komisch irgendwie. Ist trotzdem bisher ein Highlight hier, weil diese Berge, seht ihr im Hintergrund. Ich kann mich nicht satt sehen. Ich bin nur hier am Schauen. Wow. Ja. Was hier auch echt krass ist und sich von eigentlich allen Ländern unterscheidet, die wir bisher bereist haben oder kennen, ist, dass hier einfach wirklich fast nur Elektroautos unterwegs sind. Auch in Kashgar, jeder Scooter, jedes Motorrad ist ein Elektromotorrad. Es gibt hier kaum noch Benzin- oder Dieselbetriebene Busse Autos. und Trucks, das ist das Einzige. Ja, Alles andere ist komplett elektrisch. ja. Da geht die Straße noch hoch. Und dann müssen wir auf 4060 sein. Und dann geht es 1000 Höhenmeter runter bis in das Dorf, was wir morgen erreichen. Of course. Yeah. Do you need this? Ah, thank you. So cool. You need it. Ah, it's okay, it's okay. It's okay. We have. Oh, that's so cool. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Und ich glaube, wir sind die Einzigen. Ja. Ich sehe keine anderen. Alter, ist was los. Sag mal nach vorne. Brutal, die Touristen. Da oben auch. Das ist krass. Sollen wir da hochgehen aber? Nee. Die Chinesen sammeln sich immer an einem Platz, ne? Die gehen nicht 5 Meter abseits von den Touristenströmen. Das ist eigentlich gut für uns. So, das Zelt steht. Es war ganz schön nass noch. Wir haben vergessen, heute Mittag das rauszutun. Hatten wir eigentlich vorgehabt. Aber jetzt ist es recht trocken geworden durch den Wind. Aber die Isomatten, ne, die sind ein bisschen. Ja, die werden immer so feucht an der Unterseite. Und wenn man die dann einpackt, dann bleiben sie halt feucht. Ja, aber naja. Letzte Zeltnacht. Morgen können wir sie in der Unterkunft trocknen. Ja. Jetzt geht es eigentlich fast noch runter zu. Boah. Wenn man so hoch im Zelt schläft, wir sind auf knapp 3,8 glaube ich, da wird immer voll schwindelig, wenn man so oft reinbläst, ne? Pause. Hab gerade auch meine Schuhe ausgezogen, weil danach so anstrengend. Guten Morgen. Morgen. Ich lieb's, wenn sie noch nicht weiß, dass die Kamera an ist. Ja, mittlerweile haben wir eigentlich einen ganz guten Rhythmus gefunden. Vormittag Tee, ja. Nachmittag kein Tee, weil wir danach pullern müssen. Ja. Ja, heute geht's ja eine schöne Abfahrt runter und wir freuen uns ultra auf eine Dusche. Wie lange sind wir jetzt ungeduscht schon wieder? Seit Kashgar. In Kashgar sind das eine Woche mindestens. Man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran. echt dran. Ich tue gerade so, als würde ich damit prahlen, aber es ist schon ziemlich Zeit für eine Dusche. Auf dem Weg zur chinesisch-pakistanischen Grenze ging es das letzte Mal bergab.
Und das bei Minusgraden und eisigem Wind. Alle 10 Minuten mussten wir stehen bleiben und nachschauen, ob die Finger noch am Leben oder schon abgefroren sind. Da ist ja auch alles Eis drin. Echt? Da auch? Ja. Scheiße. Die sind ultra vereist, unsere Flaschen. Ah. So ein schöner heißer Tee, das wäre jetzt was. Wir sind mittlerweile gewohnt, in Jordan zu schlafen. Ja, wegen den chinesischen Feiertagen oder den Holidays hier. Ja, ist erstens mega viel Verkehr und zweitens halt alles ausgebucht und die hatten jetzt auch keine Räume mehr hinter uns. Und die haben gemeint, hey, wir haben noch 2 Jurten frei. Gehen wir mal rein. Ja, warum nicht? Ist doch gemütlich. Voll warm auch. Und warm. Und es gibt sogar Steckdosen, ich meine, was wollen wir mehr? Wir waren jetzt 2 Nächte in der Jurte und haben nochmal einen Tag verlängert, weil wir wollen heute erstmal fragen, hey, müssen wir den Bus nehmen oder das Fahrrad nehmen? Weil heute ist der erste Tag, wo die offen haben wieder. Ja. Das ist unser Frühstücksplatz, hier gibt es Dumplings mit so einer Lauch-Knobi-Füllung. Das heißt, es gibt am Morgen schon mal ordentlich Knobi. Das ist brutal. Ja, hoffen wir mal, dass wir ein Fahrrad fahren können. Wir wissen es nicht. Gleich vorweg, nein, durften wir nicht. Das letzte Stück bis zur höchsten Grenze der Welt mussten wir mit dem Bus fahren. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir noch nicht ahnen, was es heißt, Pakistan zu betreten. Dieses Land übertrifft nochmal alles, was wir bisher erlebt haben.